Schönen guten Tag, vielen Dank, Katrin. Ja, ich bin Gabi Maiswinkel von der Studierwerkstatt. Meine Kollegin Carola Schirmer übernimmt nachher, wenn es um die digitalen Prozesse geht. Und ich beginne erstmal einfach mit meinem Teil zu den studentischen Schreibprozessen beziehungsweise dem Textfeedback dazu. Was habe ich in der Studierwerkstatt mit Textfeedback für Studierende zu tun? Ich gebe einmal Workshops für Studierende, in denen sie sich selber Textfeedback lernen zu geben, auf wertschätzende und konstruktive und möglichst auch inspirierende Art und Weise. Und also ich leite Studierende an, um sich selber Textfeedback zu geben. Und ich selber gebe auch Textfeedback auf die Schreibaufgaben, die Studierende während unserer oder nach unseren Workshops abgeben müssen. Und ich finde, wie die meisten Lehrenden wahrscheinlich auch, Textfeedback eine wunderbare Möglichkeit, um studentische Schreibprozesse zu begleiten und selber auch immer wieder im Kontakt mit ihnen zu bleiben und darüber zu sprechen. Starten möchte ich ganz gerne mit einem Zitat, zu dem wir die Quelle leider nicht mehr gefunden haben, aber das ich irgendwie ganz wichtig finde und ganz schön finde. Von Carola hat das eingebracht. Feedback ist die vorwärtsgerichtete Rückmeldung. Und das ist etwas, das ist so wie ein einmal vorwärts, einmal rückwärts Salto. Und so kommt Textfeedback häufig auch bei Studierenden an. Also dass diese Möglichkeit der vorwärtsgerichteten Rückmeldung, also dass sie eine Rückmeldung bekommen auf einen Text, den sie geschrieben haben, der aber dazu führt, dass sie ihn nochmal überarbeiten können und verbessern können. Das ist etwas, das im Lehrprozess oder im Lernprozess von Studierenden so häufig gar nicht vertreten ist. Wir gehen immer davon aus, es geht immer vorwärts, 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 vorwärts. Gemäß dem alten Honecker-Spruch, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Und dass dieses sich nochmal rückwärts mit einem eigenen Text auseinanderzusetzen, bedeutet für Studierende in erster Linie oft die Einschätzung, dass sie was falsch gemacht haben. Und es geht aber beim Textfeedback gar nicht darum, dass Studierende etwas falsch gemacht haben, sondern dass sie lernen und begreifen, dass Texte zu formulieren, Texte zu verfassen, sind kein linearer Prozess, sondern ein in Schleifen sich vollziehender Prozess, der sehr viel mit Überarbeitung zu tun hat. Für Lehrende ist das ganz häufig einfach mit sehr viel Arbeit verbunden. Sehr viel Arbeit zusätzlich im Schreibprozess von Studierenden und sehr viel Begleitung. Und da tauchen dann häufig auch viele Schwierigkeiten auf. Einfach im Zeitmanagement. In dieser kurzen Zeit, die ich zur Verfügung habe, möchte ich einmal über das Textfeedback ressourcenschonend und konstruktiv mit Ihnen teilen. Einmal, wann und wie oft wird Textfeedback gegeben in den Veranstaltungen oder zu den Veranstaltungen? Worauf kann Textfeedback gegeben werden? Wie wird es gegeben? Also die Methoden. Und Carola übernimmt dann mit dem Teil, wie lässt sich Textfeedback digital unterstützen. Wann und wie oft wird Textfeedback gegeben? Also einmal immer gerne dann, wenn Studierende Fragen stellen. Also wenn sie genaue, explizite Fragen innerhalb ihrer Texte haben an Sie, dann wird gerne dann ist es gut, Feedback zu geben. Oder aber Sie legen selber fest also Sie als Lehrende, zu bestimmten Zeitpunkten und in bestimmten Phasen im Schreibprozess zu gerne vorher festgelegten Textteilen und zu ausgewählten Textteilen. Da kommen wir gleich noch zu. Oder aber am Ende des Schreibprozesses. Das ist, glaube ich, die eher übliche Variante, dass es für Studierende die Möglichkeit gibt, Textfeedback nochmal von Lehrenden zu bekommen nach Abgabe der fertigen Arbeit. Das sind unterschiedliche Qualitäten, die dort zum Tragen kommen und die sind alle nicht minder wichtig. Ich habe hier mal zusammengefasst bzw. übernommen von Ulmi et al. Die Phasen, in denen Schreibfeedback, Textfeedback gegeben werden kann. Das geht einmal von Phase 1, Planen und Orientieren, die ja mit der Erstellung eines Exposés endet. Da gibt es die Möglichkeit, formatives Feedback zu geben, also Feedback, das Studierende auch animiert, den Teil, den sie abgegeben haben, zu überarbeiten und anzupassen und damit weiterzuarbeiten. Das geht dann über in die nächste Phase Materialrecherche und Bearbeitung. Also da können dann unterschiedliche Textteile untersucht werden, also die Literaturliste oder aber auch die Übersicht der Quellen und der Daten, die gefunden worden sind. Das machen Lehrende auch recht häufig als sehr hilfreiche Rückmeldung für Studierende, die Qualität der Daten auch nochmal zu befeedbacken, zu sagen, das ist zu alt oder das ist genau richtig oder sie haben zu wenig Studien oder zu viele. Also darin auch nochmal tatsächlich eine qualitativ hochwertige Rückmeldung zu geben, die Studierende unterstützt, im Schreibprozess auch sicher zu sein, sich sicherer zu fühlen und begleitet zu fühlen. Dann natürlich es ist übrigens auch formatives Feedback in erster Linie, also Feedback, das noch mit eingeflochten
und zur Verbesserung der Arbeit beitragen kann werden. Dann beim Teil der Rohfassung schreiben. Da geht es um die Verarbeitung des Materials. Da können Kapitel oder ganze Kapitel oder Teile eines Kapitels oder auch einzelne Argumentationsabschnitte befeedbackt werden. Da müssen Lehrende aufpassen, dass sie tatsächlich das Feedback geben erstmal zu den sogenannten Higher Order Concerns, also den Teilen, die sich mit der Struktur eines Textes beschäftigen, mit dem logischen Aufbau, mit dem Argumentationsaufbau. Also dort noch nicht befeedbacken die Lower Order Concerns wie Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik, wenn noch höherwertige Teile bearbeitet werden oder korrigiert werden müssen oder befeedbackt werden können. Und dann am Ende auch noch formatives Feedback und dann am Ende natürlich der fertige Text, dass dort die Gesamtdarstellung des Textes befeedbackt werden kann, dass dort die entsprechende Wertschätzung auch in Form einer Note oder in Form einer Reflexion abgegeben werden kann. Und bei nicht so guter Bewertung oder nicht so gutem Feedback kann auch konkret empfohlen werden, Schreibberatung aufzusuchen. Oder aber bei Ablehnung, das kenne ich eigentlich ganz selten, dass es wirklich eine Ablehnung gibt, eine Beurteilung mit einem kurzen Kommentar beziehungsweise eine Begründung formuliert wird. Dann möchte ich noch kurz vorstellen, 2 besonders ressourcenschonende und inspirierende Methoden. Dafür braucht es aber als Voraussetzung für die Studierenden, dass die Transparenz der Schreibaufgabe deutlich wird, dass das Lernziel der Schreibaufgabe deutlich wird und der Rückmeldezeitpunkt fürs Feedback von ihnen gegeben wird. Und für Lehrende resultiert daraus die Möglichkeit, dass sie ein fokussiertes und zielführendes Feedback geben können und ihre Studierenden in der konkreten Schreibsituation unterstützen können. Die erste Methode dabei ist die lesende Methode. Also nicht die Beurteilungsposition gleich einzunehmen als Lehrende, sondern erstmal sich zurückzulehnen und neugierig zu sein, lesenden Perspektive einzunehmen, den Text zu rezipieren, einfach erstmal in der Gesamtheit zu lesen, auf den Text zu antworten, also einen Gesamtkommentar dazu zu schreiben und dann auf einzelne ausgewählte Aspekte ein Feedback zu geben. Aus dieser Gesamtbewertung heraus dann am Ende eine Note zu formulieren. Das ist auch für Lehrende eine sehr inspirierende Möglichkeit, sich erstmal die Texte der Studierenden wirklich auch zu eigen machen zu können und wirklich im Ganzen erfassen zu können. Die zweite Methode ist die eher häufig angewendet wird, die hierarchisierte Lesenfragen abarbeiten. Das sind meistens Tabellen, die Lehrende vor sich liegen haben oder für sich erstellt haben, in denen bestimmte Fragen gestellt werden, die Studierende beantworten müssen oder die Aufgaben beinhalten, die Studierende in einer bestimmten Variation bearbeitet haben müssen. Also erfüllt der Text die gestellte Schreibaufgabe, ist da drin ein Problem ersichtlich, eine These erkennbar. Und entweder macht man das mit der Ja-Nein-Funktion oder aber tatsächlich auch mit einer 1 bis 5 Bewertung. Also es erfüllt die Aufgabe in vollem Maße oder erfüllt die Aufgabe gar nicht. Und dann wird am Ende eine Note ermittelt. Das ist so eher so das Übliche. Günstig ist es, diese Form, also auch diese Tabelle, wenn damit gearbeitet wird, Studierenden tatsächlich zur Verfügung zu stellen, damit sie die Produktion ihres Textes damit auch angleichen. Bei den Kommentaren bietet es sich an, nicht den ganzen Text zu kommentieren. Das ist auch viel zu arbeitsaufwendig. Es soll ja ressourcenschonend sein. Also, dass Sie beim Textfeedback geben, sich tatsächlich auf 2 bis 3 Aspekte, wesentliche Aspekte in den Korrektur- oder Anpassungsmöglichkeiten eines Textes beschränken und dass Sie mit den Studierenden vor allen Dingen, das mache ich in der Studierwerkstatt auch, vorab erstmal klären, ob es überhaupt ein Interesse an dem Feedback gibt. Das ist tatsächlich nicht bei allen Studierenden gegeben und das müssen Sie dann auch nicht tun. Und weisen Sie auch ruhig, das ist auch wirklich wichtig, auf gelungene Passagen hin, also und warum sie gelungen sind. Wissenschaftliches Arbeiten ist immer Arbeiten in Begründungszusammenhängen, also Ihre Bewertungen, Beurteilungen tatsächlich auch immer Studierenden gegenüber begründen. Und natürlich formulieren Sie sachlich, präzise und so eindeutig und uninterpretierbar wie möglich und sprechen Sie die Studierenden persönlich an. Das kriege ich als Rückmeldung immer wieder, dass das als besonders hilfreich empfunden wird, weil dann ein direkter Kontakt besteht. Als Text für Tipps für Peer-Feedback, um das in Seminaren, in Veranstaltungen einzuflechten. Es gibt die Möglichkeit, entweder in oder außerhalb der Veranstaltung Kleingruppen oder Paare zu bilden und
lerne ich jetzt gerade erst, wie wichtig es ist, dass Lehrende zu Beginn der Veranstaltung die Möglichkeit von Peer-to-Peer-Textfeedback-Gruppen selbst initiieren. Also, dass sie zu Beginn der Veranstaltung ihre Studierenden ansprechen und sagen, ihr habt die Möglichkeit, es wäre schön, wenn ihr euch in Gruppen oder Paaren zusammenfindet und eure Texte gegenseitig befeedbackt. Material dazu wird hier hochgeladen, kann aber auch zum Beispiel bei uns in der Studierwerkstatt erfragt werden. Und Sie können auch die Leistungen, die aus den Peer-to-Peer-Gruppen erbracht werden, zur Leistungsbewertung hinzuziehen. Das finden Studierende auch immer sehr hilfreich. Und das war mein Teil jetzt erstmal. Ich habe überzogen und übergebe gerne an Carola, die das Ganze digital ergänzt. Hallo in die Runde von mir nochmal. Ich schlage jetzt einmal hier ein Tool vor für die Möglichkeit, an Texten zu arbeiten, zu überarbeiten und zu kommentieren. Und zwar ist das OnlyOffice, was im Fall der Universität Bremen in C-File eingebettet ist. Ich weiß, dass es viel Skepsis gibt, weil C-File phasenweise nicht so gut funktioniert hat. Es soll auch ein neues System eigentlich als Ersatz kommen, nämlich Nextcloud, was ich ganz gut kenne und was auch immer da, wo ich es erfahren habe, ganz gut funktionierte. Aber interessant ist eben das eingebettete OnlyOffice, was so ein Online-Office-Programm ist. Was zum Beispiel vielen ist das bekannt von Google Docs, Google Drive. Das benutzen sie womöglich für die Zusammenarbeit mit Kollegen oder Kolleginnen oder Studierenden. Und wahrscheinlich wissen sie dann auch, dass das eigentlich überhaupt nicht datenschutzrechtlich konform ist. Also wir dürfen eigentlich keine Google-Produkte in der Cloud oder so benutzen. Der Vorteil ist eben an diesem C-File, dass die Dateien auf dem Uniserver gespeichert werden. Da sind auch Backups und eine Versionierung vorhanden. Das heißt, wenn was kaputt geht, kann man zu alten Versionen zurückgehen. Es gibt nicht dieses Datenschutzproblem, was ich habe, wenn ich jetzt Google benutze. Es ist in der Cloud, das heißt, es ist auch unabhängig von der eigenen Hardware. Wenn ich 3 verschiedene Endgeräte benutze, eine im Büro, eins im Homeoffice, eins unterwegs oder so, kann ich natürlich immer wieder auf die gleichen Dokumente zugreifen und ich muss nicht irgendwas, was ich mir irgendwo abgespeichert habe, wieder mitnehmen. Ich weiß nicht, das war so 2005 oder 2010, dass man immer einen USB-Stick hin und her getragen hat, um die Sachen vielleicht auch da zu haben. Und es ist eine gemeinsame synchrone Bearbeitung möglich. Man muss eben keine Dateien speichern, mit sich tragen, versenden. Es entstehen keine unterschiedlichen Versionen. Wenn ich also ein Dokument habe, wo ich mit 5 Personen dran arbeiten will, dann muss ich nicht jeden Tag neue Versionen kreieren und wieder an die anderen schicken und darauf achten, dass niemand anders an der Zwischenzeit in einer anderen Version gearbeitet hat. Das kennen wir alle, dass es schlecht funktioniert. Es gibt dort einen Überarbeitungsmodus, und es lassen sich Kommentare einfügen, sehr ähnlich zu dem, was man aus Word-Programmen kennt. Das war es auch schon erstmal zu dem C-File OnlyOffice. Ich werde das gleich demonstrieren, aber das machen wir dann vielleicht in der Nachgangszeit. Zwar gibt es noch eine ganz andere Möglichkeit, nämlich Video-Feedback zu Texten zu geben. Da gibt es spezielle Tools dafür. Man kann, glaube ich, auch sowas wie Camtasia oder so benutzen, dass man also den Bildschirm aufzeichnet, das eigene Kommentieren am Text, also wenn man dann einen Kommentar reinschreibt, dass man sich selber aber mit Video dabei aufnimmt und spricht und die Studierenden eben dieses gesprochene Feedback nachher dazu bekommen. Die Studierenden bekommen dann ein Video zur Verfügung gestellt, in dem sie sehen, wie sie als Dozent oder Dozentin den Text lesen und aufnehmen und darüber nachdenken und wie der Kommentar zustande kommt. Das kann Zeit sparen, weil man sprechend natürlich schneller ist, als wenn man ausführlich was schriftlich erklären möchte. Es kann dann auch detaillierter sein und die Studierenden damit mehr erfahren als aus schriftlichem Feedback. Ich habe hier ein Video verlinkt dazu, das bekommen Sie dann mit den Folien. Da erklärt eine Dozentin, wie sie das einsetzt. Wir würden jetzt zum Beispiel kommen. Jetzt sind wir auch an dem Punkt, die Zeit ist vorbei.